Bei psychischen Problemen sollten wir unbedingt unser Nervensystem neu starten. Wie das geht, wie das funktioniert, das schauen wir uns hier an, damit es dir bald wieder besser geht. Aber vorher gibt es eine Sache, die du auf gar keinen Fall mehr tun solltest. Ich habe monatelang, ja besser gesagt jahrelang gegrübelt. Die Gedanken haben gekreist, immer wieder um dasselbe Thema, immer und immer wieder. Die Emotionen kaum auszuhalten. In dieser Zeit, wo das Ganze passiert, verändert sich in unserem Körper auch etwas. Und das hat sich tatsächlich auch etwas in meinem Körper verändert. Nämlich Cortisol. Cortisol, das Langzeitstresshormon, hat sich im ganzen Körper ausgebreitet. Irgendwann mal nach verschiedenen mentalen Techniken habe ich es geschafft, mein mentales Bewusstsein wieder zu beruhigen und auf die richtige Schiene zu lenken. Was geblieben ist, die körperlichen Symptome. Irgendwie war ich immer noch den ganzen Tag aufgeregt. Dann hatte ich immer eine lange Zeit den Puls sogar hier oben in der Mitte. Vor allem dann, wenn ich versucht habe einzuschlafen. Fast nicht auszuhalten, was dann wieder zur Folge gehabt hat, dass der Teufelskreis so langsam wieder angefangen hat, wieder von vorne zu beginnen. Jetzt dachte ich mir irgendwann mal, was soll ich tun? Ich will ja nicht wieder grübeln, ich will ja nicht wieder anfangen, mir Sorgen zu machen, aber das muss doch endlich aufhören, das ist doch kaum noch auszuhalten. Jetzt schauen wir uns doch einmal ganz genau an, was die psychische Problematik mit unserem Körper überhaupt macht. Das ist erstmal sehr wichtig zu verstehen. Wenn du jetzt seit längerer Zeit diese psychische Problematik hast, dann tut deine Nebenniere Cortisol in deinen Körper ausschütten. Dieses Stresshormon aktiviert jetzt sehr, sehr stark deinen Sympathikus. Der Sympathikus wiederum ist dafür verantwortlich, dass wir mehr uns im Fight-or-Flight-Modus befinden und noch mehr innere Unruhe befinden. Und jetzt entsteht ein Teufelskreis, denn der Sympathikus ist dafür bekannt, dass er mehr und mehr die Brustatmung aktiviert. Und das geschieht natürlich autonom. Das bedeutet, das ist in dir innen drin autonom und das kannst du nicht mit Gedanken steuern, weil es eine Art Autonomie in deinen Körper innen drinnen ist. Das bedeutet jetzt, du fangen jetzt an mit unseren Gedanken wieder, ach bitte, das muss ja aufhören und wieso hört das nicht auf? Und dann funktioniert das Ganze nicht. Dein Körper sieht es aber als Widerstand und noch mehr Gefahr. Und was passiert jetzt? Der Sympathikus wird noch mehr angetrieben. Und jetzt sage ich dir, was du unbedingt nicht mehr tun solltest. Du solltest unter gar keinen Umständen in deine Brust atmen. Warum? Atmest du weiterhin in die Brust, verstärkt sich das Cortisol noch mehr, der Teufelskreis wird verstärkt und was passiert jetzt anschließend? Du hast wieder das Verlangen mehr, dir Sorgen zu machen und zu grübeln und das Mentale fängt wieder an. Sagt sich der ein oder andere, vielleicht auch du, aber du hast doch gerade gesagt, das ist autonom und das kann ich nicht mit meinen Gedanken steuern. Stimmt, dafür brauchen wir gar keine Gedanken. Du brauchst dir einfach nur bewusst zu machen und das kannst du dir mal bewusst machen beim nächsten Mal, wenn du dich dabei wieder ertappst. Wo ist der Atem eigentlich gerade? Ist der schon wieder in der Brust? Wenn er wieder in der Brust ist, dann muss mir klar sein, noch mehr Cortisol. Deswegen sollten wir stattdessen etwas anderes machen. Das schauen wir uns jetzt an. Ich zeige dir jetzt eine Übung, die echt fantastisch ist und die auch schon sehr, sehr alt ist und die echt Wunder wirkt. Aber vorher musst du dir eins bewusst sein. Wenn du diese Übung machst, dann wird dein noch aktivierter Sympathikus dafür sorgen, dass du das Gefühl hast, der wehrt sich dagegen. Das fühlt sich am Anfang ein bisschen unnatürlich an, ist ganz normal. Bleib einfach weiter dran und üb einfach damit. Diese Übung solltest du so einmal am Tag zwischen 3 bis 5 Minuten machen ungefähr. Wenn du das ein paar Wochen machst, dann wirst du merken, dass sich das von alleine wieder normalisiert und sich mehr und mehr dein Parasympathikus wieder einstellt. Bei dieser Übung bitte bewusst machen, wie gesagt, nicht in die Brust atmen, sondern in den Bauch.
Und ja, starten wir jetzt. Beim Ausatmen bitte Zeit lassen, dann ist es ein bisschen länger. Ich erkläre es einmal vorher. Als erstes werden wir den Daumen und das rechte Nasenloch halten und werden dann mit dem linken Nasenloch 5 Sekunden einatmen. Nach den 5 Sekunden werden wir 10 Sekunden langsam ausatmen, bewusst dabei machen, an den Bauch zu denken. Klar, Fokussierung, Bauch. Danach wechseln wir die Seite und halten das linke Nasenloch zu. Atmen da 5 Sekunden wieder ein und 10 Sekunden wieder aus. Dann wieder in dem Wechsel. Im Originalen würde man an der linken Seite das mit dem Ringfinger machen. Kannst du machen, musst du nicht machen. Wir starten einmal. Diese Übung eignet sich selbstverständlich auch super gegen Panikattacken und allgemeinen Angstzuständen. Wenn du jetzt aber wissen möchtest, was man mental gegen solche Probleme machen kann, verlinke ich das hier einmal auf der Endcard für dich. Bedanke mich fürs Zusehen, dein Juan. Namaste.